lieber himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Thank you that we can have the opportunity now to study again the prophecies of Daniel and Revelation. Und danke, dass wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, die Weissagung von Daniel und Offenbarung zu studieren. And please help us that we would have ears to hear and would understand your word. Und hilf uns, dass wir Ohren haben zu hören und dass wir verstehen können. And help us that we would lay aside all our own ideas and our wrong concepts. Und hilf uns, alle unsere eigenen Ideen und unsere falschen Konzepte beiseite zu tun. And that we would return to you because you have promised that you will abundantly pardon. Und dass wir zu dir umkehren, weil du versprochen hast, dass du über die Maßen vergeben wirst. And we want to ask now for your presence and your blessing on the study. Und wir bitten jetzt um deine Gegenwart und deine Segnung über dieses Studium. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay, if we in the live stream I've posted some quotes. Im Livestream habe ich ein paar Zitate gepostet. If we go to the third one, it was the one we were looking at yesterday. Gehen wir zu dem dritten, das haben wir uns auch gestern angeschaut. And it's this quote that's talking about Daniel 2, these four kingdoms, Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. Das ist das Zitat von Daniel 2, das spricht über die 4 Königreiche, Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Okay, and in the second paragraph, Und im zweiten Absatz, it says, that time is at hand. da steht, diese Zeit ist nahe. Yesterday, Lawrence wanted to tell me something, but I thought he was making an argument from the past, and I didn't listen to him. So. Gestern wollte mir Lorenz etwas sagen, aber ich hatte gedacht, er macht ein Argument, ein altes Argument, und da habe ich ihm nicht zugehört. But he actually wasn't, and he told me afterwards, and then I felt a bit stupid. So I'm just going to make that point clear now. Right? Und eigentlich wollte er das nicht tun, sondern etwas anderes mir sagen, und da habe ich mich etwas dumm gefühlt. Aber jetzt möchte ich diesen Punkt klären. Okay, so it doesn't change any of the points that we were making yesterday, but it's a point it's a small point, but every little point is important. So. Das verändert jetzt nichts, was wir gestern auch gesehen haben. Es ist eigentlich ein kleiner Punkt, aber jeder Punkt ist wichtig. Okay, so when it says that time is at hand, right? She's referring to the second coming of Christ. Also wenn es steht, diese Zeit ist nahe, dann bezieht sie sich auf die Wiederkunft Christi. Okay, and how do we know that? What is it that, for instance, when Christ was on the Mount of Olives, they asked him, when will be thy coming, what shall be the sign of thy coming, the end of the world, right? Zum Beispiel auf dem Ölberg, da haben sie ihn gefragt, was wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Weltzeit sein? And what did he answer them? Und was hat er ihnen geantwortet? Yeah, there's going to be wars and rumors of wars, right? Es wird Kriege und Kriegsgerüchte geben. Okay, so when you go to the third paragraph, Gehen wir zum dritten same paragraph. Also bei demselben Abschnitt, bei dem zweiten. It says, today, the signs of the times declare that we are standing on the threshold of great and solemn events. Everything in our world is in agitation. Before our eyes is fulfilling the Saviour's prophecy of the events to precede his coming. So, she's telling us where we are, right? And this is the point that I was making. That this is the point where you are, Matthew 24, when the earth has been shaken, right? And it's the sign to tell you that Christ is soon to come, right? Und hier sagt sie uns, wo wir stehen, und das war auch der Punkt, den ich gemacht habe, dass eben diese Zeichen, die sie hier zitiert aus Matthäus 24, die Erschütterung der Erde, das sind die Zeichen, die uns zeigen, dass Christus kurz davor ist zu kommen. Okay, so that was the only point, right? So Und das war der einzige Punkt. in Daniel chapter 2 there, when Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome, this last kingdom rises up, that's the point that tells us that Christ is soon to come, right? Wenn in Daniel 2 dieses Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom, dieses letzte Königreich aufsteigt,
dann ist es für uns das Zeichen, dass Christus kurz davor ist zu kommen. Okay, so turn to Daniel 7, Gehen wir zu Daniel 7, because that's what we were looking at yesterday. weil das haben wir uns gestern angeschaut. In Daniel 7 is just a repeat of Daniel 2, but in a different format. Und Daniel 7 ist eine Wiederholung von Daniel 2, aber in einem anderen Format. But the point that was wanted to see, Daniel 2 is illustrating the final rise and fall of the kingdom all the way down to the second coming of Christ. Nur den Punkt, den wir machen wollten, ist in Daniel 2 stellt es den letzten Aufstieg und Niedergang des letzten Königreiches dar bis zur Wiederkunft Christi. Okay, so Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. And Rome is in the time of the 7 last plagues, right? Also es ist Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Und Rom ist dann in dieser Zeitspanne der 7 letzten Plagen. Okay, but the 7 last plagues are typified in the Sunday law, Aber die right? 7 letzten Plagen sind im Sonntagsgesetz vorausgeschattet. Right? Because Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome is one kingdom, it's one empire, Weil right? Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom ist ein Königreich, ein Weltreich. Right? And the Sunday law, right? The Sunday law is was typified by, or should I say, the punishment because of the Sunday law is typified by the destruction of Jerusalem by Babylon and the destruction of Jerusalem by Rome. There's only 2 times Jerusalem was destroyed, right? Und diese Bestrafung auf Jerusalem. also die Bestrafung wurde hier vorausgeschattet durch die Bestrafung von Jerusalem durch Rom und durch das Babylon. Babylon. also durch Babylon und Rom. Okay. So Babylon and Rome, right, are both illustrating the same thing, right? Also Babylon und Rom stellen beide dasselbe dar. And we know that Nebuchadnezzar, when this statue is illustrated by Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome, he illustrates it as one, right? Because we know that it's illustrating one kingdom, right? Wenn Nebukadnezar dieses Standbild aufrichtet, dann wird es eben als eines dargestellt. Because it's one kingdom and he's illustrating it as one. Okay, weil es ist eben ein Königreich und er stellt es als eines dar. Okay, so go back to Daniel 7. Gehen wir zurück zu Daniel 7. And we were showing this point that Daniel 7, although it's the same illustration, it's illustrating the Sunday law crisis individually, right? Wir haben gezeigt, dass Daniel 7, obwohl es dieselbe Darstellung ist, das stellt ja die Sonntagsgesetzkrise jetzt einzeln dar. Because Christ comes at the end of the 7th plague. Weil Right? Christus kommt am Ende der 7. Plage. And the 7 plagues are illustrated in the Sunday law, so what must happen here? Und die 7 Plagen stellen das Sonntagsgesetz dar und deswegen, was muss hier geschehen? Right, Christ's coming must be typified, right? Christi kommen muss vorausgeschattet werden. Okay, and this is what Daniel 7 and Daniel 8 are illustrated. Und das Right? haben Daniel 7 und Daniel 8 dargestellt. They're illustrating a mini version of the final events that lead to his second coming, Sie right? stellen eine Mini-Version von diesen letzten Ereignissen dar, die bis zu seinem zweiten Kommen führen. Okay, so just let's read begin in verse 1. Fangen wir in Vers 1 an. It says, in the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed, and he wrote the dream and told the sum of the matters. Daniel spake and says, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of the heavens strove upon the great sea. And the 4 great beasts came up from the sea, diverse from one another, right? So we spoke about this yesterday, right here. 4 winds, right, are held, when they begin to blow, they're held in check, right? Wir haben uns das gestern angeschaut. Hier, wenn diese Winde anfangen zu wehen, dann werden sie in Schach gehalten. When the 4 winds are loosed, what does it represent? Und wenn die 4 Winde gelöst sind, was stellt das dar?
the 7 last plagues. die 7 letzten Plagen. So, the 4 winds blowing here, what do we have? Also die 4 Winde, die hier wehen, was haben wir? 7 last plagues, right? 7 letzte Plagen. But they're held, they're only given in measure. This is only typifying the 7 last plagues, right? Die sind gehalten, das wird nur in Maßen gegeben, weil das nur die 7 letzten Plagen vorausschattet. So when they make that Sunday law, his judgments begin to come, but they're only allowed in a certain amount, right, to waken up and save as many people as possible, Wenn right? sie das Sonntagsgesetz machen, dann fallen schon diese Gerichte über die Menschen, aber sie werden gehalten, damit sie noch möglichst viele gerettet werden können. Okay, and in verse 4, In Vers 4, the first was like a lion, and verse 5, in Vers 5, and behold another beast like unto a bear, right? also der Löwe und der Bär. Now, the only way to understand these 2 chapters is to study Daniel 7 in line with Daniel 8. Und der einzige Weg, dieses Kapitel zu verstehen, ist, indem man eben Daniel 7 zusammen mit Daniel 8 studiert. Because in Daniel 8, if you just turn to it, Weil in Daniel 8, wenn wir da hingehen, verse 1, Vers 1, in the 3rd year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me, Daniel, after that which appeared to me into the first. What's he saying? was sagt er? Tying these 2 visions together. Yeah, he's saying that another vision came the same as the first vision, Er right? sagt, eine andere Vision kam und das war dieselbe wie die erste Vision. And I saw in a vision, and it came to pass when I saw that I was at Shushan in the palace, which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Ulai. So where is Daniel? Wo ist Daniel? He's in Shushan, Er ist in Susan. right? So in the book of Esther, where is King Ahasuerus? In dem Buch Esther, wo ist König Ahasverus? In Shushan, In right? Susan. And we already looked at Ahasuerus getting everybody's drinking this wine, Wir right? haben uns das ja schon angeschaut, dass bei Ahasverus, da trinkt jeder dieser Wein. So we need to understand there's all these kings, right? And the final thing at the end of the world is all about the kings, Und right? wir müssen verstehen, da gibt es eben diese ganzen Könige und die letzte Sache am Ende der Welt, das handelt immer über die Könige. Okay, the woman, right, will spring up later, and we'll look at that as we go through this, Und die right? Frau, die wird dann später heraufkommen, das werden wir uns dann später noch anschauen. Okay, it doesn't mean she's not there, but you just won't see her, Das right? bedeutet nicht, dass sie nicht da ist, sondern du siehst sie noch nicht. Okay, hence, right, it talks about, where do these 4 beasts come out of? Und woher kommen diese 4 Tiere hervor? They come out of the sea, Sie right? kommen aus dem Meer. And yesterday we looked at this lion and this bear is one kingdom, right? Und gestern haben wir uns das ja angeschaut, dass der Löwe und der Bär ein Königreich ist. Right? Because it says the lion and the bear, he smote this lion and the bear, and then he says, this Goliath, this brass kingdom, I'm going to smite you also, right? Er hat dann gesagt, dass er den Löwen und den Bären erschlagen hat. Und dann hat er gesagt, diesen Goliath, dieses bronzene Königreich wird er auch schlagen. Okay, so you have this lion and the bear represent this kingdom that rises up here, which he smites here, and now you have this Greek kingdom, which is this brass kingdom, and he's standing at the end, he says, I'm going to smite you also, right? Man hat den Löwen und den Bären, dieses Königreich, was hier aufkommt, und das wird hier, das schlägt er hier, und dann kommt dieses griechische, also dieses bronzene Königreich, und er steht dann hier und sagt, das werde ich auch hier schlagen. So, because when we go to Daniel 8, right, Wenn wir zu Daniel 8 gehen, verse 3, Vers 3, then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had 2 horns. Right, so immediately takes you to the kingdom of Medo-Persia, das right? bringt uns dann sofort zu dem Königreich von Medo-Persien. And Medo-Persia is also the story of Esther, Und Medo-Persien ist auch die Geschichte von Esther. which Sister White says is the Sunday law, Und right? White sagt, dass das das Sonntagsgesetz ist. Okay, so all these kings, Pharaoh, Ahasuerus, Nebuchadnezzar, Rome, etc., they're all an illustration of the Sunday law, Und right? all diese Depending on Könige, context.
Also all die Könige, Nebukadnezar, Pharao, Rom und Ahasverus, sie sind alle diese Darstellungen für das Sonntagsgesetz, basierend auf dem Kontext. Okay? So, when you compare Daniel 8 with Daniel 7, the lion and the bear is what? Und wenn man Daniel 7 mit Daniel 8 vergleicht, dann ist der Löwe und der Bär was? A two-horned power, Eine right? zweihörnige Macht. Okay? So, when we just go back to these quotes, right? Gehen wir nochmal zurück zu den Zitaten. And if we go to the go to the first quote. Gehen wir zum ersten Zitat. It says, "And when the papacy, robbed of its strength, was forced to desist from persecution, John beheld a new power coming up to echo the dragon's voice and carry forward the same cruel and blasphemous work." So it's a new power that's going to do the same work, right? Das ist eine neue Macht, die wird dasselbe Werk tun. This power, the last that is to wage war against the church and the law of God, was symbolized by a beast with lamb-like horns. How many horns did it have? Wie viele Hörner hatte es? It's 2 horns, right? 2 Hörner. And it's the last to wage war on God's people, Und das ist die letzte, die Krieg führen wird mit Gottes Volk. right? Okay, so the papacy in the past is typifying which kingdom at the end of the world? Und das Papsttum in der Vergangenheit, welches Königreich am Ende der Welt schattet es voraus? Which kingdom? Das letzte Königreich und welches? We just read it. Which? Come on, guys. What are we reading? War against the church. Which kingdom is illustrated here? Welches Königreich wird hier dargestellt? The United States, Die right? Vereinigten Staaten. So the papacy in the past, right, is illustrating the work that the papacy did in the past. Is illustrating a work that the 2-horned beast, right, when it rises up, is going to do at the end of the world, right? Das Werk, was das Papsttum in der Vergangenheit getan hat, das stellt das Werk von der USA dar, was es am Ende der Welt tun wird. Right? Richtig. Yes. Okay. So 7 last plagues here, right? Hier sind die 7 letzten Plagen Under Rome, unter Rom. right? 7 last plagues are typified in the Sunday law, Die 7 right? letzten Plagen werden im Sonntagsgesetz vorausgeschattet. What sort of kingdom is Rome here? Was für eine Art Königreich ist Rom hier? A 2-horned power, Eine right? zweihörnige Macht. Right? So the 2-horned power of Rome typified, right, the 2-horned power of the United States, right? Diese zweihörnige Macht von Rom hat die zweihörnige Macht von den USA vorausgeschattet. The lion and the bear. Der Löwe Right. und der Bär. This 2-horned power that rises up here, Die right? zweihörnige Macht, die hier aufsteht. Because out of the sea here comes 4 kingdoms, Weil right? aus dem Meer kommen 4 Königreiche. Lion, bear, leopard, and a dragon, Der right? Löwe, der Bär, der Leopard und der Drache. So when we go to Revelation 13, Gehen wir zur Offenbarung 13. which is illustrating the 2 Sunday laws at the end of the world, Und das stellt die 2 Sonntagsgesetze am Ende der Welt dar. in verse 1. Vers 1. It says, "And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy." So, where's this beast coming up out of? Woher kommt dieses Tier hervor? The sea. Aus dem Meer. Same as Daniel 7, right? Dasselbe wie in Daniel 7. Because Daniel and Revelation is one book, right? Weil Daniel und Offenbarung ist ein Buch. Verse 2. Vers 2. "And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet was as the feet of a bear, and the mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power, seat, and great authority." So wrapped into the papacy, right,
is these 4 beasts. Also Right. mit dem Papsttum verbunden sind diese 4 Tiere. It's symbols, right? Das sind Symbole. It's showing that the papacy has the same characteristics as these 4 beasts, Also es right? zeigt uns, dass das Papsttum dieselben Merkmale wie diese 4 Tiere hat. Because the papacy is illustrating that last kingdom at the end of the world, right? Weil das Papsttum stellt das letzte Königreich am Ende der Welt dar. Those 4 beasts that are going to come out of the sea, Diese right? 4 Tiere, die aus dem Meer kommen werden. Yes? Ja, Everybody following, kann jeder folgen. right? And just go to, so the question that you would ask yourself is, but there's no new thing at the end of the world, Und right? die Frage, die man sich stellen könnte, ist ja, es gibt ja nichts Neues am Ende der Welt. Okay, so this is true. Go to Revelation 17 Und das ist ja wahr. Gehen wir zur Offenbarung 17, in verse 9. in Vers 9. It says, and here is the mind which hath wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth. Where is the woman? Wo ist die Frau? It's in their minds, Sie right? ist in ihrem Verstand. And how does that woman get into their minds? Und wie kommt diese Frau in ihren Verstand? Okay, how's that illustrated? Indem Oh, by them drinking the wine, sie right? ihre Lehre, also ihren Wein trinken. So when the kings begin to drink her wine, they put her in their mind, Und right? wenn die Könige anfangen, ihren Wein zu trinken, dann tun sie in ihren Verstand. Right? And her number 1 doctrine is what? Und ihre Nummer 1 Lehre ist was? Sunday sacredness, right? Die Sonntagsheiligung. So when they make a Sunday law, they are drinking her wine, Und wenn right? sie das Sonntagsgesetz machen, dann trinken sie ihren Wein. Right? And therefore, she is now sitting in their heads, even though you don't see her there, right? Und deswegen sitzt sie dann in ihren Köpfen, obwohl man sie noch nicht dort sieht. Right? Richtig? It's a great deception, Das ist right? eine große Verführung. Okay? And it's her daughters that are doing her bidding, Und right? das sind ihre Töchter, die ihre Befehle ausführen. Right? The Protestants, right? Die Protestanten. Everybody see that, right? Kann das jeder sehen? Because back to Revelation 13, Gehen wir zurück zur Offenbarung 13. verse 2. Vers 2. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power, seed, and great authority. And I saw one of his heads as it was wounded to death. When was it wounded to death? In which time in history? In welcher Zeit in der Geschichte war es zu Tode verwundet? 1798, right? 1798. So the four beasts, or this one kingdom, comes up out of the sea and is wounded to death there, right? Also die 4 Tiere, diese Königreiche kommen hier aus dem Meer und dann werden sie hier zu Tode verwundet. And those 4 beasts is a lion, a bear, a leopard, and the dragon, Und right? diese 4 Tiere ist der Löwe, der Bär, der Leopard und der Drache. Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Okay, so when you come down to Matthew 24, what's this time period called here? Und wenn man dann zu Matthäus 24 kommt, wie wird diese Zeitspanne hier genannt? The Great Tribulation, right? Die große Trübsal. Which is 1260, right? Die ist 1260. Right? Richtig? Okay, so and we understand, right, that you have Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. This two-horned power rules this last bit, Und right? wir verstehen, dass wir hier Babylon, Medo-Persien, Griechenland haben und Rom, diese zweihörnige Macht, sie regiert hier in dem letzten Teil. So the punishment comes upon Rome, Und right? deswegen kommt hier die Bestrafung über History is Rom. just repeating itself, Die right? Geschichte wiederholt sich einfach. Because Revelation 17 says 5 are fallen, Weil right? Offenbarung 17 sagt, 5 sind gefallen. Because it's Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome is these pagan and papal, right? Weil Babylon, Medo-Persien,
Griechenland und Rom. Da hat man das heidnische und päpstliche. Because in the time of peace here, pagan Rome arises, and when it comes to the time of trouble, they are united again. The woman is sitting on the head of the pagan beast, right? In der Zeit des Friedens hatten wir das heidnische Rom, das aufsteigt und dann hier, also kommt dann, sitzt dann die Frau wieder zurück auf dieses heidnische Tier. So this here is just a fractal of this here, right? Also das hier ist nur ein Fraktal von dem hier. Yes? Richtig. Everybody follow? Kann jeder folgen? Okay, so it basically says that the United States is the last to wage war, right? Also es sagt im Grunde, dass die USA die letzte ist, die Krieg führen wird. And just go down to this last quote Und gehen wir jetzt hinunter zu dem letzten from Zitat Spalding McGann. von SPM. It says, I saw that the two-horned beast had a dragon's mouth, and that the power was in his head, and that the decree would go out of his mouth. Who makes the Sunday law decree? Wer macht das Sonntagsgesetzdekret? United States, right? Die USA. But who made the decree in the Bible? Aber wer hat das Dekret in der Bibel gemacht? And all these stories that we've been looking at in the book of Daniel. All den Geschichten, die wir im Buch Daniel angeschaut haben. Nebuchadnezzar, right? Nebukadnezar. Just go to Daniel chapter 3. Geht zu Daniel 3. Well, keep your place Revelation, we'll come back there. In fact, do we need to come back there? No, just go back to book of Daniel. Geht zurück zum Buch Daniel. Go to Daniel 3. Gehen wir zu Daniel 3. And we read the quote so many times, right? Wir haben das Zitat schon sehr oft gelesen. Sister White tells us that when he sets up this golden image, it's the Sunday law. Da sagt Right? uns Ellen White, wenn er dieses goldene Standbild aufstellt, ist es das Sonntagsgesetz. And the golden image is a copy of the image in Daniel chapter 2, right? Das goldene Standbild ist eine Kopie von dem Bild in Daniel 2. Therefore, it's all four kingdoms, right? Deswegen sind es alle 4 Königreiche. So it's Nebuchadnezzar, the king, made an image of gold, whose height was 70 cubits, and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plains of Judah in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent together the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the councillors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Then the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the councillors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then a herald cried aloud, To you it is commanded, O people, nation, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Right? So, makes a decree that everybody's got to bow down to this golden image, right? Bis Vers 5, er macht also ein Dekret, dass jeder sich diesem goldenen Standbild beugen soll. And where do we see a parallel to that in the Bible? Wo sehen wir dort in der eine Parallele zur Bibel? Esther. Yes, but I mean the golden image. Also über das goldene Standbild. The golden calf, right? Das goldene Kalb. Right. Lawrence, you want to make a point? I just noticed because this speaks about the first Sunday law mainly, right? Yes. Spricht ja hauptsächlich über das erste Sonntagsgesetz. And it's the same statute as in Daniel 2. Und das ist dasselbe Standbild wie in Daniel So 2. therefore we can see that in principle at least the 4 metals of Daniel 2 can also then be applied in the first Sunday law. Deswegen kann man sehen, vom Prinzip her, diese 4 Metalle können auch im ersten Sonntagsgesetz angewandt werden. Yes, I mean, of course, because Daniel 7 is the same 4 kingdoms, right? Ja, weil in Daniel 7 sind es ja dieselben 4 Königreiche. Okay, and we know that those 4 medals are representing a hardening of the hearts leading down to the punishment, right? Wir wissen, dass diese
Metalle, die stellen eben dann diese Verhärtung des Herzens dar, die hinführen bis zur Bestrafung. Okay? So, just go back to Daniel 7. Geht zurück zu Daniel 7. Okay, in fact, just before we continue, just go back to this quote Bevor wir dort from Spalding McGann. weiterfahren, gehen wir nochmal zu dem Zitat von SPM. It says, I saw the two-horned beast had a dragon's mouth, that the power was in his head, that the decree would go out of his mouth. Then I saw that the mother of harlots, that the mother was not the daughters, but separate and distinct from them. She has what? Had her day, Sie and hatte it ihren- is past. And her daughters, the Protestant sex, were the next to come on the stage and act out the same mind that the mother had when she persecuted the saints. Right? Richtig. Right? So it's telling us it's the Protestants that are going to repeat that history. Und es sagt uns, dass es die Protestanten sind, die diese Geschichte wiederholen werden. So when you go, just go back to Revelation 13 now. Gehen wir jetzt nochmal zurück zur Offenbarung 13. And now we apply this in its perfect sense Und jetzt wenden wir das in seinem vollkommenen Sinne an. Verse 1. Vers 1. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. What's this beast coming up out of the sea? Was ist dieses Tier, das aus dem Meer heraufkommt? Yes, it's the United States, right? Das Lamm, was wie ein Drache dann sprechen wird, und das ist die USA. But Revelation 17 tells us that the woman is sitting on his mind, Aber right? Offenbarung 17 sagt uns, dass die Frau auf seinem Verstand sitzt. Okay, because just go to Revelation 17, Geht jetzt zur Offenbarung 17, where John is in 1798, wo Johannes in 1798 ist. and he's looking back at that Sunday law, Und er right? schaut zurück zu dem Sonntagsgesetz. Verse 3. Vers 3. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw what? A woman sit upon a scarlet-colored beast, right? Seine Frau, die auf einem scharlachroten Tier saß. The United States comes up like a lamb, but it does what? Die USA kommt herauf wie ein Lamm, aber was tut sie? Speaks like a Sie spricht dragon, wie right? ein Drache. This scarlet-colored beast, what is it? Dieses scharlachrote Tier, was ist das? It's the dragon, Das ist right? der Drache. So what's the woman sitting on? Also auf was sitzt die Frau? The dragon, right? Drache. She's sitting on those 4 beasts coming up out of the sea, Sie right? sitzt auf diesen 4 Tieren, die aus dem Meer kommen. Right? Richtig? Okay, because that history is illustrating the end of the world, Weil right? diese Geschichte stellt das Ende der Welt dar. Tells us it's the United States. Her day is past. The next to come on the stage is the United States, the two-horned power, Das right? sagt uns, dass es die USA ist, weil ihr Tag ist vergangen und jetzt sind die nächsten, die USA, die dann ihre Macht ausüben werden. So the beast is now the United States. Also das Tier ist dann die You and USA. I had this conversation, so we're not going to go there. But if you go to Revelation 17, I'll let people think about it for themselves, right? Wenn wir zur Offenbarung 17 gehen, If a woman, okay, let's just say you have a horse, right? And there's a rider on the horse. Who's the one that's responsible for the horse? also wenn man ein Pferd hat und es gibt einen Reiter und ein Pferd, wer ist verantwortlich für das Pferd? The rider, right? Der Reiter. So, if the woman is controlling the mind of the kings, who's in control? Wenn die Frau den Verstand der Könige kontrolliert, wer ist an der Macht? The woman, right? Die Frau. So, the point that I'm making is that we will only see the Protestants. The Protestants is what you will see making the Sunday law. That's who it's marking, Der right? Punkt, den ich mache, also wir werden nur die Protestanten sehen, die werden das Sonntagsgesetz machen, das markiert ist. Right? Richtig.
if you don't get this point, then you have got nothing over the last years where we've been studying this, Wenn ihr right? diesen Punkt nicht versteht, dann habt ihr nichts verstanden über das, was wir über die letzten Jahre studiert haben. Because in the story of Elijah, for instance, where in Mount Carmel, where is the woman? Weil zum Beispiel in der Geschichte von Elia beim Berg Karmel, wo ist die Frau? She's not there in that illustration, Sie ist hinter right? den Kulissen, sie ist nicht dort in dieser Darstellung. What about the story of Herod and Herodias? Was ist mit der Geschichte von Herodes und Herodias? When at this drunken feast, who is there? Bei diesem betrunkenen Fest, wer ist dort? Her daughter, right? Ihre Tochter. It's the Protestants that are doing her bidding, Es sind right? die Protestanten, die ihre Befehle ausführen. Does that mean that she's not responsible for it? Bedeutet das, dass sie nicht dafür verantwortlich No, she's ist? absolutely responsible for it. But the point is, if you just go here to Revelation 17 and verse 7, Natürlich ist sie dafür verantwortlich und wenn wir zu Offenbarung 17, Vers 7 gehen, the Bible clearly says, right? da sagt die Bibel klar, And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman and of the beast that carrieth her. What's the beast that's carrying her? was ist das Tier, was sie trägt? The dragon, right? Der Drache. Which is the United States and all the leaders of the world that Das have ist come together, Die right? USA und all die Leiter der Welt, die zusammenkommen. Right? Richtig. That's this beast that's coming out of the sea in Revelation 13:1, Und das right? ist das Tier, was aus dem Meer kommt in Offenbarung 13, Vers 1. And why is it called a beast? Warum wird es ein Tier oder ein Biest There's only genannt? one reason it's called a beast. Es gibt nur einen Grund, warum es ein Biest genannt wird. Yes, it's persecuted, but what brings it to persecute? Also es verfolgt und was bringt es dazu, dass es verfolgt? Church and state come together, right? Kirche und Staat zusammenkommen. Okay. So in the past, the papacy persecuted because church and state had united, In der right? Vergangenheit hat das Papsttum verfolgt, weil Kirche und Staat sich vereint haben. So when the Protestants come together with the state power, it says her days past, they are repeating what she did, Und wenn right? die Protestanten zusammen mit der Staatsmacht kommen, dann sagt es, ihr Tag ist vergangen und jetzt sind sie an der Macht. Salome is the one that's doing that work, right? Salome ist diejenige, die das Werk tut. Okay. But when you come down, this is why in this illustration here, what's marked here? Und deswegen, wenn wir zu dieser Darstellung kommen, was ist hier markiert? It's Rome. Es ist Rom. So the statues marked by Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome, or the lion, the bear, the leopard and the dragon, Die right? Statue ist markiert durch Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom oder der Löwe, der Bär, der Leopard und der Drache. And years ago we made this point. Where does the woman manifest herself? Und Jahre zuvor haben wir diesen Punkt gemacht, wo manifestiert sich die Frau? Yeah, when she says kill them, right? Wenn sie sagt, töte sie. It says the Protestants will realize too late, right? Did Herod realize too late? Also es sagt, die Protestanten werden zu spät realisieren und hat Herodes es zu spät realisiert. Okay, and this is the point it's making. It's the Protestant beast that comes up. You don't see the papacy here anywhere, right? Ja, und das ist der Punkt, den ich mache. Das protestantische Tier kommt hier herauf und man sieht das Papsttum hier nicht. But she, that woman, is on their mind, right? Aber sie, diese Frau, sie ist auf ihrem Verstand. Okay, they've been drinking of a wine and it's made them mad, Sie right? haben von ihrem Says- Wein getrunken und es hat sie verrückt oder rasend gemacht. And it says when they do this Sunday law, they pay homage to the papacy who's sitting in the background watching this whole thing going on, right? Das sagt ja, wenn sie das Sonntagsgesetz machen, dann geben sie dem Papsttum eigentlich die Ehre, die im Hintergrund sitzt und das zuschaut.
Because the papacy has been deceiving them, saying that she has changed, right? Weil das Papsttum sie verführt sie und es scheint so, als hätte sie sich verändert. But what does the Bible say? Aber was sagt A leopard cannot change its spots, der right? Leopard kann nicht seine Flecken verändern. Okay, so when you come down to, because you have, in the prophetic narrative, you have the lion, the bear, then the leopard, followed by this two-horned power, right? Und wenn man in die prophetische Erzählung schaut, hat man den Löwen, den Bär, den Leopard und dann hat man hier gefolgt von dieser zweihörnigen Macht. And this two-horned power is where Protestants are going to repeat what the papacy does, because she now says, kill them, Und right? bei dieser zweihörnigen Macht werden jetzt die Protestanten das wiederholen, was das Papsttum getan hat, weil sie sagt, dann töte sie. That's why it's called the Great Tribulation. That's why Sister White says this is the 1260, right? Deswegen wird es auch die große Trübsal genannt, deswegen sagt Ellen White, dass es die 1260 ist. Because now the woman, you can see her, she's manifesting her character, Weil right? jetzt kann man die Frau sehen, jetzt manifestiert sie ihren Charakter. Right? She says kill them, and what happened in the past repeats, Sie right? sagt, dann töte sie und was in der Vergangenheit stattgefunden hat, wiederholt sich. Right? Richtig. Okay, it's all very important that we understand that correctly. Das ist sehr wichtig, dass wir das korrekt verstehen. Okay, Lance. I mean, I agree that the Protestants do all this work. They will be the ones acting it out. Also ich stimme zu, dass die Protestanten sind, die dieses Werk tun und die das ausführen. But I mean, you know, that we had the discussion that you have the prophetic symbols, right? You have the dragon, the beast, and the false prophet. Und wir hatten Yes. diese Diskussion darüber, weil es gibt die prophetischen Yes, we had this Symbole, discussion, der so I Drache, don't know why das Tier you. und der falsche Prophet. No, it's just the beast in Bible prophecy is the papacy. Und das Tier It in der doesn't matter. We're not denying that. biblischen Prophetie ist das Papst. Okay, let's go again. Like he's making bad arguments. I Let's just want to no. Just finish my point. come on, Lance. We just read it, right? So if you're saying making this point, we read verse 7. Explain verse 7 Also wir haben in hier Revelation 17. Offenbarung 17, Vers 7 gelesen und erkläre das. Am I denying that the threefold union comes together here? Verleugne ich, dass das die dreifältige Union hier zusammenkommt? No, right? Nein. The prophecy in the story of Elijah, does it show that Ahab has married Jezebel there? Zeigt die Prophetie in der Geschichte von Elia, dass Isabel Ahab hier geheiratet hat. And how do you marry somebody prophetically? Ja, und wie heiratest du prophetisch gesehen jemanden? Through the doctrine, right? Durch die Lehre. So as soon as they make a Sunday law, they marry Jezebel, right? Sobald sie ein Sonntagsgesetz machen, heiraten sie Isabel. That's what makes the threefold union there, right? Das macht dann diese dreifältige Union. But the Bible and the Spirit of prophecy says one saying of the Savior cannot make of none effect another, right? Die Bibel und der Geist der Weissagung sagen, eine Prophetie des Erlösers kann nicht eine andere Prophetie außer Kraft setzen. So it says, her day is past, Es right? sagt, ihr Tag ist vergangen. Right? We read it. Two quotes that say the exact same thing, right? Wir haben das ja gelesen in 2 Zitaten, wo dasselbe stand. The United States is the last to wage war, right? Die USA ist die letzte, die Krieg führt. So the focus of Bible prophecy at the end of the world is the United States. Also der Fokus der biblischen Prophetie am Ende der Welt ist die USA. Okay? Not, And not denying this, but as I said, I want to finish my point. Okay. So what I want to say is, in Revelation 13, for instance, when it speaks about the beast, right? Also, was ich sagen möchte hier zum Beispiel in Offenbarung 13, wenn es über das Tier spricht, I mean, this is why it says it's the papacy, right? And the beast in Bible prophecy is the papacy. und er sagt, dass Ellen White das Tier das Papsttum ist. yeah, when she said it's the papacy, she's talking about historically was the papacy, and that's true. Und sie spricht darüber historisch, dass es das But then you have still Papsttum the war. dragon, the beast, and the false prophet at the end of the We- world. We've just had this discussion. So, We're not. so therefore the beast remains the beast. Und deswegen Okay. das But Tier bleibt please es. let me finish first. So, but
No, I no, no. agree. Don't go somewhere. Deal with that point. What do you mean by the beast means is still the beast? Was meinst du damit, dass das, What's a Tier, beast? das Tier bleibt? Was ist ein Tier? The beast. No, not, but- no, not but- a okay. beast, but the beast. The beast. There's only one beast, Es right? gibt nur ein Tier. What is the beast? Was ist das Tier? What is it? It's not just a name. What is it? How does the Bible define the beast? No, in the Wie definiert die illustration Bibel? of dragon, beast, false prophet, the beast is the papacy. Look, It's clearly defined. It's a counterfeit prophet. look. It doesn't matter. You're misinterpreting God's word, right? The beast is a combination of church and state, right? Das Tier ist eine Verbindung von Kirche und Staat. That woman can't be a beast unless church and state are combined, Diese right? Frau kann kein Tier sein, es sei denn, dass Kirche und Staat zusammenkommen. And I made this argument to you, and there's not two beasts, right? Dieses Argument habe ich gemacht, es gibt nicht zwei Tiere. There's one beast, Es right? gibt ein Tier. That the beast is a combination of church and state. Und das Tier ist eine Verbindung von Kirche und Staat. And when you bring all the things together, because the woman is sitting on that beast, she's the one that's responsible for it, therefore she's the beast. Wenn man alle Dinge zusammenbringt, dann ist die Frau ja diejenige, die auf dem Tier sitzt und deswegen ist sie verantwortlich für das Okay, Tier. but when you just go to Revelation 17, Wenn wir and aber come back to this because you just seem to completely ignore this point. wenn wir zurück zur Offenbarung 17 gehen, I didn't ignore anything. I was not able to Okay, explain no, myself. okay, just one second. It says, the angel said Vers unto 7. me, wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman and the beast that carrieth her. Right? So there's two beasts there now. Also die Frau und das So from Tier, the was sie quote that I trägt. posted. No, I'm just asking you. jetzt hier zwei Just let's Tiere. deal with it. Is there two beasts there? Gibt es jetzt hier zwei And I Tiere? answered, just go to the quote that I posted and then you have the answer. Okay, let's go with the Gehen quote. wir in den Livestream zu dem Zitat, das gepostet wurde. Just need to quickly put it in German also. Es kommt jetzt gleich auch ins Deutsche. So it speaks about Revelation 17 here, right? Yes. Spricht jetzt hier über Offenbarung 17. So in the 17th of Revelation is foretold the destruction of all the churches who corrupt themselves by idolatrous devotion to the service of the papacy. Okay, so how do they serve the papacy? Wie dienen sie dem Papst? By making a Sunday law. Indem Right? sie ein Sonntagsgesetz Okay, and they all bow down. Right? alle So if folgen. we said anything different to that? No. Okay. Wir haben Next nichts point. anderes So gesagt. to say, it says, thus is represented the papal power. Yes. Then last paragraph, Also so ist die päpstliche Macht dargestellt und jetzt letzter Absatz. what is it that gives its kingdom to this power, Yes. to the papacy? Yes. Protestantism, a power which, while professing to have the temper and spirit of a man and to be allied to heaven, speaks with the voice of a dragon. Okay, so stop right there. Let's take your point now, right? So who speaks like a dragon? Wer spricht wie ein Drache? Just not the Bible and the Spirit, not your thoughts, right? Who's speaking like a dragon? Wer spricht wie ein Drache? Protestantism, right? Der Okay. Protestantismus. So let's the Bible now explain this to no Lawrence, no, because you're just going round in circles, right? If I'm not even allowed to make my point, then Lawrence, there's no you're, this conversation. we're just going to come back to the same point, right? The Bible explains itself, right? And I know because you and I had this conversation, right? And it was this same, and we just went round and round in circles, right? So we're not going to take up this. This. You just go ahead. I'm going to talk. Okay, we'll take your quote, right? So in Revelation 12 and verse 3. In Offenbarung 12, Vers 3. It says, there appeared another wonder in heaven. Behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his heads. Who's this dragon historically? Wer ist dieser Drache historisch? Pagan Rome, right? Päpstliche Rom. Okay. So Das heidnische Rom. the dragon, it's red in color and it has 7 heads and 10 horns, right? Dieser Drache ist rot von der Farbe her und hat 10 Hörner und 7 Köpfe.
right? It's pagan Rome, not papal Rome, pagan Rome, Es right? ist das heidnische Rom, nicht das päpstliche, sondern das heidnische. Okay, and when you go back to Revelation 17 verse 3, Wenn wir zurück zur Offenbarung 17, Vers 3 gehen, it says, "So he carried me away in the spirit into the wilderness. I saw a woman." So who is the woman here? ich sah eine Frau, wer ist diese Frau? It tells us who the woman is, right, in verse 5. Es sagt uns, wer die Frau ist in Vers 5. Let's read verse 4 and 5. Lesen wir Verse 4 und 5. The woman was arrayed in purple and scarlet colour and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. So who's the woman? Wer ist die Frau? She's the mother, Sie ist die Mutter. right? The mother of harlots. Sie ist die Mutter der Huren. It's the papacy, Es right? ist das Papsttum. Okay, just go back to verse 3. Gehen wir zurück zu Vers 3. It says, I saw a woman, the papacy, sit upon a scarlet coloured beast, Ich sah die Frau des Papsttum auf einem scharlachroten Tier sitzen, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Right? So there's a woman and a beast. Das ist eine Frau und ein Tier. And it's just showing us what makes this a beast. And what makes it a beast is that she's sitting on it. Und Right? das zeigt uns, was es sie zu einem Tier macht, nämlich, dass sie da auf diesem Tier sitzt. Okay. And it also makes her therefore a beast because she's the one controlling it. Right? Also es macht es zu einem Tier und macht auch sie zu einem Tier, weil sie diejenige ist, die das kontrolliert. Okay, because it's one kingdom. Weil es ist ein König. There's only one beast. There's one persecuting power. Das ist nur Right? ein Tier, nur eine verfolgende Macht. She's the one controlling it, therefore she's the beast. Sie Right? ist diejenige, die es kontrolliert, deswegen ist sie das Tier. But the Bible at different points breaks it down for us because they want to see the elements that are involved in that beast. Aber Right? die Bibel bricht es uns an verschiedenen Punkten auf, um zu zeigen, welche Elemente in diesem Tier enthalten sind. Okay, so when you go to Revelation 13, Wenn wir zur Offenbarung 13 gehen, this is what John saw, right? das ist, was Johannes gesehen And hat. John saw a woman sit upon a scarlet colored beast, right? Und Johannes hat gesehen, wie eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzt. With 7 heads and 10 horns, Mit right? 7 Häuptern und 10 Hörnern. Right? Richtig? Yes, okay, verse 1. Vers 1. I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. So who's this beast here? Wer ist dieses Tier hier? The same beast he saw in Revelation 17 verse 3. Right? Dasselbe Tier, was er auch in Offenbarung 17, Vers 3 gesehen And hat. it says the woman is sitting on that beast. Und es sagt, die Frau sitzt auf dem Tier. Right? Richtig? So this beast here is the same beast that he sees the woman sitting on. Also Right? dieses Tier, was er hier sieht, ist dasselbe, wo er sieht, auf dem die Frau sitzt. And he took the quote, right, and provided it here and tells us who that beast is. Und Right? Lorenz hat das Zitat gepostet, wo es sagt, wer das Tier ist. Okay. So what is it that gives its kingdom to this power? Protestantism, right? Where does that happen? Go to Revelation 17. Was ist das, was dem Königreich seine Macht gibt? Das ist der Protestantismus. Und gehen wir zur Offenbarung 17. Because the beast, which is the dragon, Weil right, das Tier, was der Drache is ist, the one that has 10 horns, ist right? derjenige, der 10 Hörner hat. So just go down to verse 12. Geht zu Vers 12. And the 10 horns, which is the dragon, Die 10 Hörner, was der Drache which ist, is this beast that she's sitting das on, ist das Tier, auf dem sie sitzt. which thou sawest, are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings one hour with the beast. So who's these 10 kings? Wer sind According to diese this quote. Könige gemäß diesem Zitat? No, according to this quote. Also gemäß dem Zitat. Protestantism, Der right? Protestantismus. Right? So that beast there is the exact same beast that comes up in Revelation 13 and verse 1. Also dieses Tier dort ist dasselbe, was in Offenbarung 13 aufsteigt
13 Vers 1 aufstellen. So I'm now false to say that that's Protestantism because the woman is sitting on it. Bin ich jetzt falsch zu sagen, dass das der Protestantismus ist und die Frau sitzt darauf? No, because this in the past was typifying what the Protestants are going to do at the end of the world, Nein, right? weil das in der Vergangenheit hat vorausgeschattet, was die Protestanten tun werden. But you go back, just one paragraph back, Gehen wir aber noch mal einen Absatz im Zitat zurück. it says, thus is represented the papal power. Da steht, so wird die päpstliche Macht dargestellt. How is it represented? Wie wird sie dargestellt? Because they are doing her bidding, Weil right? sie ihre Befehle ausführen. Through the daughters, Durch right? die Töchter. And the prophecy shows she's not there. You can't see her, Die right? Prophetie zeigt, sie ist nicht hier, du kannst sie nicht sehen. Here is where you see her, Hier right? siehst du sie. Hence 1260, right? Deswegen ist hier eine 1260, Where history is going to repeat, wo die Geschichte sich wiederholen wird. right? It says, we have no idea when Protestantism and papalism reunite together, how terrible it will be, Es right? sagt, wir haben keine Vorstellung darüber, wie schrecklich es sein wird, wenn Protestantismus und das Papsttum sich wieder vereinen wird. Okay, so this argument is a circular argument, right? Also dieses Argument ist dreht sich im Kreis. Okay, because the Bible Argument. the Bible tells us in Revelation 13 verse 1 that beast coming up out of the sea is the dragon with the woman sitting on it, right? Also die Bibel sagt uns in Offenbarung 13, Vers 1, dieses Tier, was aus dem Meer kommt, ist der Drache mit der Frau, der auf ihm sitzt. Therefore it's the papacy, right? Deswegen ist es das Papsttum. But that wasn't the question I asked. I says, who is the beast, Aber right? das ist nicht die Frage, die ich gefragt habe, sondern wer ist das Tier? Okay, so go back to Daniel 7. Gehen wir zurück zu Daniel 7. Right, so the whole purpose of this study over the past, I don't know, week or two, is all been in relation to the kings, right? Der ganze Zweck des Studiums über die letzten Wochen war ja über diese Könige. And in all these studies, what are the kings doing? Und in all den Studien, was tun die Könige? They're drinking of her wine, Sie trinken von ihrem Wein, right? richtig? So it's the point I'm making, the illustration is all about the kings. Und der Punkt, den ich mache, die Darstellung geht immer um die Könige. The story of Esther, you don't see no papal woman there. In der Geschichte von Esther sieht man keine päpstliche Frau. Show me where the papacy is in the book of Daniel. Right, I mean up in Daniel's chapters 1 to 4, 1 to 6 even. Zeig mir, wo das Papsttum ist in den Kapiteln von Daniel 1 bis 6. The focus of those chapters is all about the kings, Der right? Fokus von diesen Kapiteln ist immer auf den Königen. And the kings, as according to this quote, are the Protestants, Und right? die Könige gemäß diesem Zitat sind die Protestanten. Right? Because through the daughters they're drinking her wine, Weil right? durch die Töchter trinken sie ihren Wein. And when Nebuchadnezzar has a dream, who does he go to? Und wenn Nebukadnezar einen Traum hat, zu wem geht er? Yeah, the magicians and sorcerers and that. It's the Protestants, Zu right? den Magiern und Astrologen und so weiter, das sind die Protestanten. So the whole Bible prophecy is trying to show us that what you will see coming up here is the Protestants, Die right? ganze biblische Prophetie zeigt uns, dass was wir hier sehen werden, was aufkommen wird aus dem Meer, sind die Protestanten. Therefore, I am absolutely bang on perfect when I say that that beast coming up out of the sea are the Protestants. It's because they are the beast, literally, right? They're the dragon, right? Weil deswegen bin ich absolut richtig damit, was ich sage, wenn das Tier aus dem Meer, wenn ich sage, dass es die Protestanten sind, weil sie dieses Tier sind, sie sind der Drache. Okay, doesn't take away that the papacy is controlling their minds, so therefore history is repeating. Und das Right? nimmt nicht davon weg, dass das Papsttum ihren Verstand kontrolliert, deswegen wiederholt sich die Geschichte. Okay, and that's why it shows us. This is this point I want to get. When you go break down these chapters, that's why
it's right here in Bible prophecy where the papacy reveals itself, right? Deswegen zeigt es uns, wenn man diese Kapitel aufbricht, das ist auch der Punkt, den ich machen wollte, dass hier sich das Papsttum offenbart. And that's why it's represented as a great tribulation as 1260. Right? Deswegen wird es hier als diese große Trübsal, als die 1260 Because dargestellt. here is where you physically see that history repeat itself. Weil Right? hier siehst du, wie sich physisch die Geschichte wiederholt. Right? You get my point. Versteht ihr meinen? The difference is here, you're only seeing the kings. Der Right. Unterschied ist, dass du hier nur die Könige siehst. Here is where that history in Revelation 13 physically repeats itself, Und right? hier wiederholt sich diese Geschichte in Offenbarung 13 physisch. That's why she says it's 1260. Deswegen Right? sagt sie, das ist 1260. You know, the problem is what a lot of people don't understand is they're not studying it for themselves, right? And they're, what can I say, right? Das Problem ist, warum es viele nicht verstehen, weil sie nicht selbst studieren. So, but let's just go back to this. Okay, so go back to the first quote. I'll just read it again, so Gehen wir nochmal so zurück. that it doesn't contradict the quote that Lawrence gives us. Gehen wir nochmal zurück zu dem ersten Zitat, lesen es nochmal, um zu sehen, dass es nicht dem widerspricht, dem Zitat widerspricht, was Lorenz gepostet hat. Okay, it says, when the papacy, robbed of its strength, was forced to desist from persecution, John beheld a new power coming up to echo the dragon's voice and carry forward the same cruel and blasphemous work. So who's going to carry forward the same cruel and blasphemous work? Wer wird dasselbe schreckliche und gotteslästerliche Werk The fortführen? Protestants, Die right? Protestanten. This power, the Protestants, Diese Macht, die Protestanten, the last that is to wage war against the church and the law of God, was symbolized by a what? A beast with lamb-like horns. wird er symbolisiert durch ein Tier mit lammähnlichen Hörnern. The beast preceding it had risen from the sea, but this came up out of the earth, representing the peaceful rise of the nation which is symbolized. The two horns, like a lamb, well represent the character of the United States. Okay, so in history, right, you have an order, right? You have Babylon, In der Geschichte hat man eine Reihenfolge. Man hat Babylon, Medo-Persia, Medo-Persien, Greece, Griechenland, Rome, Rom pagan, und da hat man das Heidnische and Rome, people, right? und das päpstliche Rom. Where did they all come out of? Woher sind sie alle According to this herausgekommen? quote, Gemäß dem Zitat. they came out of the sea, Sie right? kamen aus dem Meer. The sea represents a turbulent time of war, right? Das Meer stellt eine turbulente Zeit des Krieges So dar. this physically was the 1260, right here, right? Und das hier physisch war die 1260. So when you take this as a block historically, right? Wenn man das jetzt als einen Block historisch gesehen nimmt And you parallel it with Revelation 13, this is the 1260, und right? das parallel setzt mit Offenbarung 13, dann ist das die 1260. Right? Richtig? It says 5 are fallen. Es sagt, 5 sind gefallen. So her day is what? Ihr Tag ist was? Past. Vergangen. The next to come on the stage. So what comes up here? The next one, right? Das nächste, was auf die Bühne kommt, das ist das nächste. Who rises up in 1798? Wer kommt in 1798 herauf? United States, Die right? USA. The Protestants, Die right? Protestanten. So and it's already telling you that it's a beast, but not yet, Es right? sagt uns schon, dass es ein Tier, ein Biest ist, aber noch nicht. Because the beast is restrained because it's a time of peace, right? Das Tier ist zurückgehalten, weil da noch eine Zeit des Friedens ist. So he comes up like a lamb. Es kommt wie ein Lamm herauf. So here you have the end of the Sunday law, right? Here you have the time of the end.
Hier hat man das Ende des Sonntagsgesetzes, die Zeit des Endes. And here you have the Sunday law. Hier hat man das Sonntagsgesetz. So who's rising up here out of the water? Kommt dann hier aus dem Wasser. Okay, this one comes up like a lamb, and he does what here? Es kommt hier wie ein Lamm herauf und was macht er hier? Speaks like a dragon, right? Spricht wie ein Drache. So which kingdom is it? Welches Königreich ist das? Which kingdom is it? It's USA. It's the United States, right? It's the USA. Protestants. Die Protestanten. Totally in agreement with this quote, right? Das ist eine völlige Übereinstimmung mit There's dem lots of other Zitat. quotes you can bring in saying that this is the child of the papacy, and when they make this Sunday law, they give homage to her, right? Es gibt noch mehr Zitate, wo es sagt, dass das Kind des Papsttums ist und wenn sie das Sonntagsgesetz machen, dann ehren sie Okay. das Papsttum. So go to Revelation 13. Gehen wir zur Offenbarung 13. And I just think that it's just, there's just no need for this discussion, right? Ich denke, dass diese Diskussion unnötig ist. Because, yeah, verse 11, sorry. Offenbarung 13, Vers 11. That's where we were, right? Da waren wir ja. I held another beast coming up out of the earth, time of peace, right? Zeit des Friedens. And he spake as a dragon. Now he's coming up out of the sea, Und er right? sprach wie ein Drache, jetzt kommt er aus dem Meer. Because she says that all these came up out of the sea, represent a turbulent time, right? Weil sie sagt, all diejenigen sind aus dem Meer aufgestiegen. Das hat eine turbulente Zeit markiert. And Daniel 7 is the lion, the bear, the leopard, and the dragon, right? In Daniel 7 hat man den Löwen, den Bär, den Leoparden und den Drachen. It's one kingdom. Es ist ein Königreich. Time of peace, and then that one kingdom repeats Es itself, ist right? eine Zeit des Friedens und dann wiederholt sich dieses eine Königreich. So he speaks as a dragon, and he exercises all the power of the first beast before him, right? So who's exercising the power of the first beast? Wer übt die Macht des ersten Tieres aus? The Protestants, Die right? Protestanten. So who is it that's rising up here? Wer steigt denn hier herauf? The Protestants, Die right? Protestanten. And causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast. Who's causing them? Wer verursacht sie? The Protestants are causing them to worship the papacy, Die right? Protestanten verursachen, dass sie das Papsttum anbeten. Because they're making a Sunday law, and by making a Sunday law, they're giving homage to the papacy, Weil right? sie machen das Sonntagsgesetz und indem sie das machen, huldigen sie das Papsttum. It says, whose deadly wound was healed, right? Und sagt, dessen tödliche Wunde geheilt wurde. So this dragon here, right, there's now a woman back upon the top of it, right? Also auf dem Drachen, da sitzt jetzt wieder eine Frau zurück auf ihrem. How is that illustrated? Und wie wird das dargestellt? Tells you Revelation 17, her doctrine's in their mind, Es sagt right? uns in Offenbarung 17, dass ihre Lehre auf ihrem Verstand ist. Here is the mind that hath wisdom. There are 7 kings, right? Es sagt, hier ist der Verstand der Weisheit hat. Es gibt 7 Könige. Okay, it says, just go to Revelation 17, verse 9. Gehen wir zu Offenbarung 17, Vers 9. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth, right? Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Okay, so when you come down in history, right? The woman is sitting on the mind of Babylon, right? Die Frau sitzt auf dem Verstand von Babylon, wenn man in die Geschichte schaut. Do you see any woman in history there? Sieht man eine Frau in der Geschichte dort? Come on, guys, the answer is no, Die right? Antwort ist nein. What you see is a king. Was man sieht, ist ein König. You see a king. Man sieht einen König. You see a king. Man sieht einen König. Pagan Rome, how does it come up? Wie kommt das heidnische Rom herauf? Comes up in the time of peace, like a lamb, In einer right? Zeit des Friedens wie ein Lamm. But when
pagan Rome unites with papal Rome, what time period is it? Aber wenn das heidnische Rom sich verbindet mit dem päpstlichen Rom, welche Zeitspanne ist It's das? the Das 1260, ist die right? 1260. It's this time, right? Es ist diese Zeit. This is a time of peace in here, right? Weil hier dazwischen ist eine Zeit des Friedens. So this history perfectly repeats itself, right? Also diese Geschichte, sie wiederholt sich hier vollkommen. No woman, no woman, no woman means that when I say no woman, I mean you can't see her, right? Also keine Frau und auch hier keine Frau und damit meine ich, man kann sie nicht sehen. They're drinking of her wine, but you can't physically see her. Sie right? trinken von ihrem Wein, aber man kann sie nicht physisch sehen. The first time you physically see her is when she unites and sits on the dragon, right? Which was in history was pagan Rome. Das erste Mal, wenn man sie physisch sieht, ist, wenn sie sich mit dem Drachen verbündet. Also das war in der Geschichte des heidnischen Rom. And she says, kill them, Und dann sagt sie, töte sie. right? Then the civil power acts out the mind that the mother once had, and that's what it's telling us in Spalding McGann. Dann übt die Staatsmacht den selben Verstand aus, die die Mutter hatte. Und das sagt es uns in SPM. Right? So, the Bible and the Spirit prophecy are in absolute perfect harmony. Die Right. Bibel und der Geist der Weissagung sind in vollkommener Harmonie. Anyway, we're close. Wir sind über der Zeit. Lasst uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, please help us to put away our own preconceived ideas bitte hilf uns, Herr, dass wir unsere vorgefertigten Meinungen beiseite legen. and please allow us to let the Bible interpret these things to us clearly Und bitte hilf uns, dass wir der Bibel erlauben, dass sie uns diese Dinge klar auslegt. and help us to remember that the Bible and the Spirit prophecy do not contradict themselves, Und hilf uns, dass wir daran denken, dass die Bibel und der Geist der Weissagung sich nicht widersprechen. and Miller's rules say that if you want to prove your theory, bring all the evidence together, and when you can prove your theory without a contradiction, then you know you have the truth. Und mir das Regeln sagen, wenn man seine Theorie wenn man eine Theorie formulieren will, muss man alle Beweise zusammenbringen. Und wenn man die Theorie ohne einen Widerspruch formulieren kann, weiß man, dass man die Wahrheit hat. Because of this, Lord, please help us to remember these points Und deswegen hilf uns, dass wir uns an diese Dinge erinnern. and to apply every principle and every rule. Und hilf uns, dass wir jedes Prinzip und jede Regel anwenden. And then when we can form our theory according to the word and the Bible and the Spirit of prophecy, Und wenn wir unsere Theorie dann formulieren können, gemäß der Bibel und dem Geist der Weissagung, please help us to stand fast upon those things. hilf uns dann festzustehen auf diesen Dingen. And we ask this in the name of Jesus. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen.